Hallo liebe Freunde der analogen Fotografie. Wie ihr aus dem Vorspann schon sehen konntet, stelle ich euch heute das Helios 44 vor, beziehungsweise hier, um speziell zu sein, das Helios 44M und dessen Nachfolger, das Helios 44 II. Beides sind Objektive mit M42 Bajonett, Schraubbajonett. Es gab sie auch in Ausführung für das Pentax K Bajonett als Helios 44K beispielsweise und das seltene sowjetische Zenit D-Bajonett. Das Helios 44 hat eine Brennweite von 58 mm und ist mit seiner Lichtstärke von f2 genauso lichtstark wie das 44 II. Beide sind optisch gesehen eine Kopie des Biota 58 II, das von Zeiss hergestellt wurde. Schauen wir uns die Objektive mal im Detail an. So, hier haben wir also das Helios 44M und das Helios 44 II. Hier mit dem Originaldeckel. Das M steht wie gesagt dafür, dass es ein Objektiv mit M42 Bajonett ist. Das Ganze hat hier die Tiefenschärfe-Skala und ein Infrarotpunkt. Die Fokusentfernung ist in Metern angegeben und mein Exemplar ist hier im weiten Bereich relativ schwierig zu fokussieren. Das scheint typisch für die zu sein, dass sie da ein bisschen verharzen vom Öl. Die Konstruktion wäre so einfach, dass man das reinigen könnte, aber bislang hat es mich noch nicht ganz gestört. Hier ist der Ring für die Blendenwahl und wie man schon sehen kann, handelt es sich um ein Automatikobjektiv. Das heißt, wenn hier der Hebel in der Zenit oder der Kamera gegendrückt, wird abgeblendet. Das kann man natürlich auch ausschalten, dass man einfach manuell das Ganze bedienen kann. Ein Adapterring wird das die ganze Zeit reindrücken, von daher ist das in den meisten Fällen ziemlich egal. Auffällig ist hier die Blende, die von außen so zu sehen ist, also quasi überlappend und nicht ineinandergreifend. Das ist 44M. Kommen wir zum 44 II. Das 44 II ist kein Automatik-Objektiv. Man sieht hier keinen Hebel für die Springblende. Hier geht der Fokus etwas sanfter und die Tiefenschärfe-Skala ist etwas ausführlicher. Der Minimalfokus liegt hier bei einem halben Meter. Das heißt, der Fokusgang ist etwas länger als beim 44. Da waren es 55 cm statt 50. Ob die 5 cm jetzt so viel Ausschlag geben, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Was interessant ist, ist tatsächlich die Blendenwahl, die vollkommen anders funktioniert als beim Helios 44M. Und zwar ist das Objektiv quasi immer offenblendig und man wählt hier über den Blendenwahl, hier ist ein kleiner roter Punkt am äußersten Ring, die maximale Blende, auf die man abblenden möchte. Das wäre jetzt hier f durch 2,8 und dann kann man beim Fotografieren nur bis zu diesem Wert abblenden, indem man hier den nächsten Ring betätigt. Das erlaubt immer noch eine offenblendige Messung mit der Zenit TTL zum Beispiel. Ist aber heute vor allem dann bei Leuten, die das für Videos nutzen, digitale Filmer, interessant. Das heißt, man kann hier dann stufenlos abblenden. Das ist natürlich, birgt natürlich die Gefahr, dass man, wenn man nicht TTL-Messung hat,
was ja in den meisten Fällen bei den Zenits, den älteren Zenits der Fall war, hier gegebenenfalls die falsche Blende eingestellt hat. Das heißt, das ist tatsächlich besonders empfehlenswert, nur wenn man ein Belichtungsmesser durchs Objektiv hat. Ab 1958 waren die Helios-Objektive die Standardobjektive für die Spiegelreflexkameras der Marke Zenit. Daher findet man sie häufig auch heute noch in Kombination mit Kameras wie der Zenit E, der EM, der ET und bis hin zu höheren und neueren Produktionen wie der Zenit 11. Die Konstruktionspläne des Zeiss Biotar kamen als Reparationen nach dem Krieg in die Sowjetunion und wurden da zunächst ab 1958 erst von KMZ, später Zenit, und im späteren Verlauf der Produktion auch von Belomo produziert. Die Konstruktion mit 6 Linsen in 4 Gruppen hat einiges an charakteristischen Charakter, auch wenn man nicht behaupten kann, dass die Objektive an sich besonders scharf wären. Schärfe fängt erst ab einer Blende von 4 an wirklich wahrnehmbar zu sein. Allerdings haben diese Objektive ein sehr charakteristisches und angenehmes Bokeh. Die unscharfen Bereiche verschwimmen sanft und wenn man offenblendig mit f/2 fotografiert, ergibt sich ein berühmt-berüchtigter Bokeh-Wirbel. Aber auch abgeblendet ist die Tiefenschärfe dieser Konstruktion relativ gering. Die Blende an sich funktioniert in beiden Konstruktionen, sowohl dem 44 als dem 44-2 mit 8 Blenden. Es gibt ältere Modelle, die ersten Modelle von 1958 hatten noch 13, spätere Modelle hatten 7, aber das Gros der Produktion hat 8. Die Bokeballs sind also relativ rund. Wer sich heute eine gebrauchte Zenit-Kamera kauft, kauft gleichzeitig auch eines dieser Objektive, weil die einfach mit dabei sind. Für einen Preis von etwa 30 € oder häufig sogar weniger, kann man dabei wirklich nicht viel falsch machen. Die Objektive sind gute Allround-Objektive mit einer besonders schönen Charakteristik und auffallendem Bokeh.